Ah, der Nationalstolz. Alter, das ist Dreck hier. Das ist Katastrophe. Wahrscheinlich wählt die auch die Grünen. Morgen bin ich zu Hause. Der eine hat schon Handschellen an. Ist er abgefahren. Don't dream your life. Live your dream while you still can. Good morning is a morning. Alter Schwede. Sehr früh. 7 Uhr morgens. Einer ist schon vor mir abgereist. Alter, der hat Krach gemacht. Ich bin schon seit 6 Uhr wach. Jetzt gehen wir erstmal runter. Das ist auf jeden Fall schon richtig geil, wenn man nicht so viel runterschleppen muss. Frühstück haben wir auch schon. Dazu hole ich mir noch ein Croissant und ein Käffchen. Dann ist alles schick. Heute geht's nach Dijon oder Dijon. Also alle sprechen das anders aus. Jetzt gucken wir mal, ob der Bob noch da ist. Heute Nacht schon 3-mal Alarmanlage gehört. War aber nicht meine Alarmanlage, ich kenne die ja. Ey, gestern richtig witzig. Hab ich euch gar nicht erzählt. Ich habe hier erst in der Frauenunterkunft eingebucht. Da war aber alles voll, ich konnte es aber noch buchen. Sie mir gestern noch erzählt. Und dann haben sie mich aber intern umplatziert. Fast kein Zimmer gekriegt. Jetzt bin ich gespannt, ob mein Bike noch da ist. Drückten mir die Daumen und ob das noch so da steht, wie ich es hingestellt habe. Ah, der Bob steht. Ja, vorrangig. Alles noch so, wie es gestern war. Glück gehabt. Schick. Jetzt machen wir mal eben schnell das Frühstück und dann geht das ab. Dann holen wir gleich noch die Sachen hier vorne aus dem Raum. Geil, die Wasserflasche steht da noch, ey. Hätte ich echt nicht gedacht in der Gegend. Alter, so früh war ich, glaube ich, noch nicht unterwegs. Also auf der ganzen Tour. Richtig krass. Pudding, Croissant. Ey, das kostet nix. Ehrlich. Ich glaube 4,50 habe ich jetzt bezahlt. Für einen Kaffee Americano. Trinken for free hier. Aber nicht den Kaffee, sondern den Kaffee aus dem Vollautomaten. Den macht er mir jetzt frisch. Und ein Croissant. Kannst du nichts sagen. Ja, dann würde ich sagen, werden wir gleich aufbrechen. Heute ist ein bisschen mehr Kilometer, glaube ich. Dass wir hier so gegen 8:30 abhauen. Ich check mal die Kilometer ab. Ich gebe es einfach jetzt mal grob ein. Das ist ja gar nichts. Das sind 175 Kilometer. Nee, ich fahre weiter. Oh ja, doch, die Stadt gucken wir uns an. Also 194 Kilometer bis Innenstadtzentrum. Ich habe die Bilder gerade mal gesehen. Lass mal an. Kann ich das ein bisschen hochziehen? Ja, guck mal. Das ist doch der Wahnsinn. Ich war noch nicht da. Da müssen wir hin. Ich würde sagen, wir fahren erstmal bis da an. Wenn wir uns so gut fühlen oder wenn ich noch so fit bin, dann fahren wir direkt weiter. Das gibt's jetzt Leckeres hier. Schönes Croissant. Bon Appetit. Bis gleich. I need to check out, please. And my stuff is in the room. Yeah, everything was perfect. Do you from here? From Lyon? This is this change here, yeah? The public and also in the last years, is it change or you feel it? Is it not the same before? Yeah, all? Yeah. Yeah, it's crazy, yeah? Yeah. Yeah, we have the same problem in Germany. But, I mean, here in this area particularly? Here's good. But Yeah. there, on the right side, and you go there, on the street on the right side. No, the fact is that it's changing in the other way. Yeah? So, because most of them just like are poor people, Yeah? and the problem is that right now the rents are more expensive because Yeah, they yeah, are, yeah. you know, just like students and just Yeah, like yeah, the people students. that have more money or little family, you know. Yeah, you can know with that, not that lot of money, but it's more than them. Yeah. So just like the rents are increasing Yeah, a crazy, lot, crazy, so yeah. it's a problem for them. Yeah, and yeah. just like it's a lot of new people, but yeah, just like it's so just like they can live in their neighborhood. Yeah, Yeah, yeah. really. Just like they are chilling there and just like maybe sometimes they're drunk or things like that. Yeah. But if you just don't stay in there, you just go like, crazy. You know? Yeah, it's normal, yeah. Yeah, but just like if you, for us it's not a problem. Just like walk and you have Yeah, a life. cool. Yeah, not Yesterday before. was crazy here. This was crazy. Yes. Wow, yeah. trouble, lots of trouble here. Lidl. In the Lidl. Lidl. Oh, I love Lidl. Lidl was crazy. Crazy yesterday. It was crazy. A lot of people fight with together. Ah, wollte sie nicht drüber reden, so. Aber sind natürlich auch ein bisschen stolz auf ihr Land. Die wissen auch, dass ich YouTube mache. Hat man gemerkt, ne? So nicht schlimm. Aber der Nationalstolz. Alter, das ist Dreck hier. Das ist Katastrophe. Wahrscheinlich wählt die auch die Grünen. Ich muss hier weg. Wollte das jetzt, ich habe schon gemerkt, in welche Richtung das ging, habt ihr ja gemerkt. Da wollte ich jetzt natürlich nicht noch mehr reindrücken in die Wunde. Aber ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Von wegen Kriminalität hat man nicht gemerkt, dass es höher geht. Ach du Scheiße. Das ist ein Sumpf hier. Ein Sumpf. Ich sag euch das. Ein Sumpf.
So, dann wollen wir mal alles fertig machen hier. Und dann bloß weg hier. Vielleicht fahren wir auch heute nach Luxemburg durch. Das ist aber noch, steht in den Sternen. Weil das sind nur 200 Kilometer, da bin ich ja gleich da. Luxemburg sind dann knapp 600. Dann wäre ich um 15 Uhr ungefähr da. Also sagen wir mal um 16 Uhr, 17 Uhr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Dijon noch mitnehmen muss. Architektonisch sah es gut aus. Wir fahren erstmal hin. Vielleicht ist es ja so schön, dass man sagt, wir bleiben da. Sattel ich mal eben auf. Dann gucken wir mal gleich. Alles fertig aufgesattelt. Wir können mal eben das Wasser checken, weil ich würde das Wasser sonst wegkippen. Das hatte ich ja hier draußen gelassen. Das trinke ich auf gar keinen Fall. Öl gucke ich jetzt nicht. Das haben wir erst in Barcelona gecheckt. Genau, aber Wasser können wir mal eben gucken. Ansonsten füllen wir einfach was auf. Jetzt kriegt die Zange hier. Ich raste aus. Mit so kleinen filigranen Händen wie meine, das bleibt doch gleich hängen hier, ey. Können wir ein bisschen was reinkippen. Das füllen wir einfach jetzt auf. So, da kann man ein bisschen daneben laufen. Das ist nur Wasser. So. Dann schmeißen wir den Rest weg. Hoppa. Deckel rauf und dann heißt das Abfahrt hier. Machen wir noch schnell tanken. Zack. Klappe ran. Zack, zack. Jetzt machen wir mal einen kleinen Check. So. Alles zu. Perfekt. Alles dran. Gut verzurrt. Dirty Wilson hängt super fest dran, jo. Der ist richtig fest. Ich glaube, so fest war der noch nie. So. Bänder alles rum. Alles schick. Das hier ein bisschen lose. Das ziehen wir noch mal mit dem nächsten. Nehmen wir den hinteren und wickeln die noch mal rum. Bisschen strammer. Ja. Hier ist maximal stramm. Alles safe. So, das ist das Wasser jetzt, nicht wundern. Route 11 Stunden, das wäre jetzt bis Luxemburg. Ne, das wäre bis nach Hause. Ja, guck mal, ich fahre nur 11 Stunden bis nach Hause. Das ist nichts mehr. Wir fahren jetzt erstmal die Route an, mein Standort Dijon, Luxemburg. Oder Dijon. So, 2 Stunden und 1. Das ist ja gar nichts, ne? Ich wäre da, wann wäre ich da? 10:57 Uhr. 10:57 Uhr. Mit Tanken und so, sage ich mal. 11:30. Dann fahren wir gleich in 1 durch. Erstmal kurz tanken und dann ballern wir durch. Abfahrt. Dann geht das jetzt los. Ich hab voll Bock, ey. Ehrlich, wenn ich den Bock anmache, dann merke ich schon wieder, dass ich Kilometer fahren will. Schöne Kathedrale, Mann, Mann, Mann. Ist das geil. Und das in so einer Gegend hier. Hier das mal an, die Spelunken. Irre. Alter Schwede. Alter Schwede, hier auch. Der letzte Dreck. Da geht's kaputt. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Und so eine geile Werkstatt hier drin. Oh, schöne Dinger. Schöne alte Porsche. Elite-Car. Schön. Oha. Ja. Alter Schwede. Da kommen die Wetterfesten langsam aus sich raus. Sind sie alle im Park, guckt euch das an. Meisten Penner müssen nicht arbeiten, ey. Guckt euch das an. Hier. I have nothing. Yeah, welcome, welcome. Alte Frau, Digga. Scheißegal. Scheißegal, alte Frau. Hier ist hier auch Highlife, Alter. Ach du Scheiße. Drehst du durch. Immer Lucky Lucky, ab Rot, Alter. Also wirklich schade um die Stadt. So schön eigentlich, architektonisch, was ich gerade noch gesehen habe. Und ich habe bestimmt nur 5% gesehen von dem, was die Stadt zu bieten hat.
Schweinekalt ist das, schweinekalt. Und jetzt holen wir uns was zu trinken, schön Käffchen. Was haben wir denn hier Leckeres? Der Bock, der rüttelt und düttelt wieder, seit wir angekommen sind in Lyon. Und das Ding ist, das hatte ich vorher nicht, ne? Und das Problem ist, das wurde jetzt gerade wieder so schlimm. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ganze sich verhält. So uns noch einen Kaffee, Proteinshake und dann fahren wir weiter. Da gucken wir, was es da alles hier gibt. Lavazza. Leck mich am Arsch. Man weiß ja gar nicht, was du nehmen sollst. Das ist ja verrückt. Espresso Creme, Kaffee Americano, 20 CL. Das nehmen wir. Yes, ja, ja. Oh, hoffentlich hält der Bock durch. So eben wieder gerüttelt hat, ey. Zum Schluss ging es jetzt nochmal. Da bin ich bei 3000 Umdrehungen gewesen. 6. Gang. Dann läuft der kontinuierlich durch. Also ich darf auch nicht unterkommen. Wenn ich wieder so bei zwischen 2500 und 2800 Umdrehungen bin, da kriegt er nicht hin. Dann fängt er an zu rütteln. Nach dem Luftfilter wechseln war das okay. Nach dem Reinigen. Nicht, dass der wieder durch ist. Das sind ja auch schon wieder ein paar tausend Kilometer. Müssen wir mal gucken. Da können wir doch gleich sein, wenn hier schon die Saison ist. Irgendwo hier befinden wir uns. Das sind wahrscheinlich die ganzen Restaurants hier, ey. Alter Schwede. Ja. Das sind echt viele. Echt viele. Es schmeckt irgendwie, als ob da Zucker drin ist. Überhaupt nicht meins. Schmeckt ein bisschen komisch. Auch richtig geil, muss ich euch ganz kurz erzählen. Habe ich gerade mit meiner Frau telefoniert. Und dann sagt sie so, du kommst ja erst Sonntag nach Hause. Ich sag, hä? Ich sag, warum? Was ist denn heute für ein Tag? Dann sagt sie so, heute ist Freitag. Ich sag, wo kommt noch einmal der Tag her? Ist ja krass, ich habe gedacht, heute wäre Donnerstag. Ja, also wir werden jetzt wahrscheinlich weiterfahren gleich bis Luxemburg. Wir sind jetzt, also ich bin jetzt erst 30, 40 Kilometer gefahren. Aber ich wäre in 1,5 Stunden da, 1,75. Das ist für mich viel zu wenig. Der Bock rödelt eh. Ich will weiterfahren. Ich will mal gucken, ob ich jetzt bis Luxemburg durchfahre. Nicht, weil ich jetzt einen Tag verloren habe. Also das ist mir egal. Ich habe zeitlich keinen Druck. Ich könnte jetzt auch noch 3 Wochen weiterfahren. Also das ist von zeitlich her. Das wäre kein Thema. Ja, 200 Kilometer knapp sind mir auch viel zu wenig. Und dann will ich mal gucken, dass ich mich vielleicht, ich muss ja nicht bis Luxemburg fahren, aber dass ich sage, okay, ich fahre so 350, 400 Kilometer will ich schon fahren. Ja, die fahre ich jetzt auch. Und dann gucke ich mal einfach, wo ich da lande irgendwann. Und dann suche ich mir da was Schönes raus. Vielleicht zelten wir auch. Zelten ist auch nicht schlecht. Mal wieder. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal los und gucken mal, wo wir landen. Ist nicht gut, wenn er schon so eine Fehlzündung hat. Oha! Das heißt, kämpfen bis nach Hause. Before I call it home. Ich komm gut durch. 249 Kilometer noch, 2,5 Stunden genau. From Lyon to Trier, the miles keep rolling by. Every mountain, every storm, still burning in my mind. I've seen roads I'll never find again. So, noch mal eben schnell tanken. Deutsch drücken direkt, das ist natürlich hervorragend. Schon kann ich tanken. Ratzfatz geht das hier. Das finde ich gut. Das finde ich auf jeden Fall besser als in Deutschland. Denn da kannst du hier tanken und gleich weiterfahren. Brauchst du nicht noch reinlaufen. Also wenn du es nicht willst, ne? So, wo ist meine Karte in die Tasche? Jetzt gehen wir rein, Wasser lassen. Und ich glaube, dann können wir gleich die Weste ausziehen. Es ist nämlich warm genug. Aber kälter als in Spanien. So, jetzt gehen wir schnell auf Klo. Schön warm. Ah, hier sind schon viele deutsche Kennzeichen. Oh, nicht viele. Ich dachte, also auf Autobahn auf jeden Fall. Ist auch fern. Bisschen durch. Bisschen Frost, muss ich sagen. Ey, wir sind gut in der Zeit, wir sind noch gut unterwegs. Der Bock hält durch. Geil. Der hat sich wieder gefangen. Bestimmt irgendwas mit dem Sprit da. Ich muss auf jeden Fall nachgucken. Der Luftfilter sieht natürlich auch noch wieder durch aus. Der kriegt auf jeden Fall einen neuen, wenn ich zu Hause bin. Ja, hier ist schon wieder so richtig dunkel, ne? Schon wieder richtig zu.
Morgen bin ich zu Hause. Jetzt gerade aktuell sind wir bei 10.200, 300, also da noch hier 93 dazu, sind 3, sind 9, sind 10.269. Ciao, ciao. Ciao. Lives in me. I've laughed with strangers who became my brothers. Shared the road with souls I'll never lose. Freedom is in. So, gerade ein bisschen Stau gehabt, aber läuft schon wieder. Aber sobald man Richtung Deutschland kommt, na, ist jetzt, kann überall passieren, aber jetzt ist wieder Stau. Verrückt. Ich hatte die ganze Zeit keinen Stau. Ich glaube nicht viel, oder? Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. The destination, it's every turn along the way. Every engine, every sunrise, every single brand new day. The finish line is waiting, but I'm not ready yet, because this road has become my home. Never end this road, don't let this feeling fade. I found myself somewhere between the mountains and Wenn wir jetzt nach Luxemburg fahren, dann fahren wir morgen auf jeden Fall durch. Bin ich einen Tag früher zu Hause. Eigentlich so wie geplant, Samstag. Und den Sonntag. Ja, alles gut. Ja, schon verrückt, wenn du die Tage nicht mehr zählen musst und weißt, du musst dieses Jahr nicht mehr arbeiten, dann ist das schon anders. Das ist Luxus und das genieße ich voll aus, weil wer weiß, wie es Januar wird. Vielleicht muss ich wieder normal arbeiten, vielleicht klappt das alles nicht, aber vielleicht fahren wir unsere Touren und ich lebe davon. Das wäre geil. Das ist mein Traum. Daran arbeite ich. Jetzt wird noch ein bisschen mehr Stau werden, also jetzt noch ein bisschen mehr Stauphase. Ich würde sagen, 16 Minuten länger. Hier musst du immer gucken, weil die fahren alle wie die letzten Henker. rain. Never end this road, every corner tells my name. I'll keep carrying these memories long after home remains. What happened in Leon, I'll carry for my whole life. Some moments change you Auto forever. voller fahren und so, leck mich am Arsch, Alter. Reifen kaputt. Alter, aufziehen, Alter. Heftig. I've crossed countries, I've crossed fears, I've crossed the man I used to be. Now only one more ride, one more sunrise, one more highway before I finally get home. Wir sind nach knapp 6 Wochen wieder in Deutschland. Gleich ist es offiziell. Deutschland. Da ist es. War ein Gefühl. Ich bin so wieder weg hier. Ich habe Glück, weil es ist warm. Es ist heute warm und es ist morgen warm. Also doch ist es angenehm. Ich mal die Jesus-Figur nach. Da hast du Rede los. Heftig. Schnell einchecken gleich.
Und dann gibt es auch was zu essen. Wieder nur so wenig gegessen. Heute Morgen Frühstück und dann unterwegs ein paar Nüsse. Never end this road. I hope it never ends. Because every mile made me strong. Angekommen, B&B, geiles Frühstück. Also da kriege ich morgen auf jeden Fall guten Kaffee. Und ich bin super zentral. Da drüben ist ein Steak-Restaurant, da ist noch Domino's, Pizzaland, aber das ist alles Müll. Ja, hier ist Rewe, hier kriege ich noch Getränke. Ah, ist doch geil, was willst du mehr? Also ich bin super zentral. Und ich habe schon 80 Kilometer mehr für morgen im Kasten. Ich muss gleich mal gucken, wie lange das hier noch ist. Ich glaube, morgen sind es nur noch 5 Stunden. Ja, dann checken wir mal eben ein und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir gleich was zu essen kriegen. Ja, gucken, was ganz Entspanntes. Also ich habe Bock auf ein Steak, muss aber auch nicht sein, kann auch was Normales werden. Ich kann mir auch was von Rewe nur holen und dann Chili Vanilli machen, Beine hoch und mal ein bisschen entspannen und pennen. Mal gucken, erstmal checken wir ein. Hallo. Hallo. I need to check in. Deutsch kann ich jetzt sprechen. Ja, das kannst du sprechen. Klar. Deutsch, Ich habe schon Französisch, Sprachjetlag, habe ich schon. Du. Englisch, was Sie wollen. Kriegen wir alles hin. So, einmal wieder einchecken. Oh, welchen Namen denn? Fitzke, David. Oh, hier riecht das richtig gut. Der Wind kommt von da, also muss das von da irgendwo kommen. Das sind bestimmt die Restaurants da vorne auf der linken Seite, da muss ich gleich mal gucken. So, alles abladen. Das letzte Mal, nee, das vorletzte Mal abladen. Zu Hause nochmal abladen. Aber hier das letzte Mal, bevor ich schlafen gehe, abladen. Krass. Ah, schon cool hier. Aber hier ist richtig was im Haus los. Ich glaube, hier ist heute so eine Pokernacht oder sowas. 2 Reisebusse voll, die Leute auch alle das gleiche T-Shirt an. Die erste Fuhre haben wir hochgebracht. Jetzt müssen wir nur noch die Tasche, den Rucksack und die Weste hochbringen. Und dann ist alles fertig. Müssen wir gleich mal eben uns ein bisschen fresh machen. Dann laufen wir los. Ich habe unten gerade gefragt, habt ihr gesehen? Ich weiß gar nicht, ob ich es aufgenommen habe. Auf jeden Fall habe ich den Kollegen unten gefragt und an der Rezeption gesagt, wo kann man hier gut Steak essen? Weil irgendwie habe ich Bock auf Steak. Und dann sagte er, ja, hier vorne oder da hinten. Aber ich habe hier noch nie eins gegessen. Ja, wo willst du das denn wissen sonst? So, jetzt haben wir die letzte Fuhre, machen hier gleichzeitig alles schon mal bereit. Ja, hier schon mal das Schloss. Kabellage ziehen wir ab. Muss ja nicht sein. Nicht, dass es noch wegkommt auf die letzten Meter. Hier fühle ich mich aber vom Hotel sehr sicher, muss ich sagen. Also hier habe ich keine Bedenken, dass da irgendwas wegkommt. Der hat auch gleich gesagt, ich kann hier so stehen bleiben. Da kommen noch 2 weitere rein, die können sich da hinbocken. Ja, das passt schon ganz gut. Endlich mal die Haare wieder gemacht. Jetzt gucken wir mal, welche Motorräder da sind. Ja. So. Oh, jetzt gehen wir mal gucken, was hier so abgeht. Erstmal gucken wir, welche Motorräder da sind. Oh, wie lange habe ich meine Haare nicht gemacht? Ich glaube auf Malle das letzte Mal. Und ja, jetzt ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Jetzt gehen wir gleich erstmal schön was essen. Alter, wenn hier jetzt noch ein Fitnessstudio in der Nähe ist, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil das alles Industriegebiet hier ist, dann wäre es natürlich hervorragend. Ich schwör's euch, das sind doch bestimmt GS-Fahrer. Ich könnte wetten. Also das Pärchen, das eine würde ich jetzt nicht tippen. Da tippe ich ein bisschen so Duro. Ist ja auch alles fast gleich, ne? Aber die anderen auf jeden Fall. So, das ist das Pärchen. Honda, ne? Oder irgendwie sowas. Ja, ach, das ist eine ganze Truppe. Ja. Oh, gut, habe ich mich aber getäuscht. Ja, nicht schlecht. Schöne Dinger. Richtig coole Truppe. Alles Holland, hä? Alles Holland? Sind das Pärchen? Ja, ne? Ne, aus Deutschland, Köln. Cool. Ja, richtig gut. Hier, das ist doch so ein Big House, so ein richtig fettes Ding. 2,5 Liter Maschine oder so. Ist ja krank. Ist ja krank. Geil. Geil. Hallo. Hey, cool. Englisch, Deutsch? Deutsch. Deutsch, perfekt. Geile Maschinen. Danke. Geil. Ist das deiner, oder? Ja, ja. Du hast auch hier so ein Kamerading, ist das hier, gell? Ja, über. Ich Was habe du vorhin erzählt gerade hast. Bilderstöckchen. so eine Tour gemacht, so eine kleinere. Und da habe ich überall die Kameras dran gehabt. Richtig coole Dinger. Richtig cool. Richtig cool. Richtig geil. So. Und jetzt gehen wir ein schönes Steak essen. Hier nochmal das Merch, ne? So sieht das Ganze ausgetragen. Richtig gut, alles im Shop erhältlich. Ich bin hier gerade am Bahnhof. Das ist, glaube ich, der große Güterbahnhof hier von Trier. Ja, und jetzt sollten wir hier über die Brücke und dann soll das da vorne irgendwo sein. Das Steakhouse. Wollen wir mal gucken. Oh, so Lori die Action, wa? Klopperei. Erstmal filzen die Leute.
Der eine hat schon Handschellen an. Ist er abgefahren. Wir essen heute vietnamesisch und ein bisschen Sushi dabei. Genau, ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil morgen gibt es Burger, wenn ich zu Hause bin. Und hier ist auch ein geiler Burgerladen. Ich wollte eigentlich erst Fleisch, aber ihr merkt ja jetzt schon, ich kann alles essen. Dann haben die aber nur Haxe und wahrscheinlich auch ein Steak, aber das ist nicht so gut. Das war gut bewertet, aber dann bin ich hier lang gelaufen und dann hat mich das Bild da vorne angesprochen. Dann habe ich gesagt, geil, Alter, vietnamesisch, ich habe auch Bock auf so eine Fischsuppe vorweg und dann ein bisschen Frühlingsrollen, 2, 3 Stück, dann noch eine Bo. Die muss ich mir erst sammeln, ich zeige euch mal gleich, was ich mir bestellt habe. Ich komme hier gar nicht klar. So, jetzt ist das Essen gekommen. Gibt es erstmal schöne Suppe, dann nochmal die Edamame und das sind die Frühlingsrollen. Sag mal was hier, hallo, hallo. Und jetzt machen wir erstmal hier, komisch, ein bisschen was essen und das ist erstmal die Vorspeise. Da kommt ja gleich noch das Hauptgericht. Ich flippe aus, ich habe viel zu viel bestellt, Alter. Viel zu viel.